Name ist Antje Hartmann. Ich habe hier meinen Bachelor an der Uni Köln gemacht und habe Skandinavistik und Finnistik studiert und als zweites Fach English Studies. Und im Anschluss daran bin ich nach Münster gewechselt an die Uni und habe dort meinen Master in skandinavische Studien gemacht und habe da auch ein halbes Jahr dann in Dänemark studiert, in Aarhus. Also ich bin nach dem Abitur ein Jahr nach Schweden gegangen als Au-pair und habe da in einer dänisch-schwedischen Familie gelebt mit 3 Kindern. Und dann habe ich mir in der Zeit halt überlegt, dass ich gerne studieren möchte und habe dann rausgefunden, dass man tatsächlich auch Skandinavistik und halt die skandinavischen Sprachen studieren kann. Also nach dem Masterstudium stand für mich eigentlich schon fest, dass ich gerne irgendwie im Bereich von Verlagen oder der Buchbranche gerne arbeiten möchte, weil einfach das Interesse für die Literatur so groß war. Und ich habe während des Auslandssemesters in Dänemark auch schon ein Praktikum gemacht, 3 Monate in einem kleinen Kinderbuchverlag, auch in Dänemark. Und da war es halt ganz spannend zu sehen, dass dann halt für den Verlag habe ich mal Kontakte geknüpft zu deutschen Verlagen, damit die vielleicht die dänische Literatur ins Deutsche übersetzen können. Und das fand ich ganz spannend, dass so Literatur einfach auch über die Grenzen hinaus wandern kann. Und dann war ich in München bei einem Recruiting Day, wo ganz verschiedene Verlage und Medienunternehmen sich vorgestellt haben. Das war auch noch während des Studiums, was total hilfreich einfach war, um so ein bisschen so einen Einblick in die Branche zu bekommen und zu erfahren, was es da für Jobs gibt. Und da bin ich halt auch darauf aufmerksam geworden, dass es neben Verlagen auch tatsächlich nicht nur Presse- und Lektoratsarbeit gibt, sondern halt auch dieser Bereich von Rechten und Lizenzen, den ich halt dann ganz spannend fand. Und dann habe ich mich halt nach dem Studium, als ich dabei war, meine Masterarbeit zu schreiben, habe ich mich dann schon ein bisschen umgeschaut und beworben und habe dann ein Volontariat im Bereich Rechte und Lizenzen tatsächlich auch gefunden beim Hoffmann und Campe Verlag in Hamburg. Da habe ich dann sozusagen den kompletten Bereich kennengelernt, was bedeutet eigentlich Rechte und Lizenzen, also alles, was an Büchern sozusagen vor Ort produziert wird, kann auf jeden Fall auch noch weiter produziert werden. Also es landet dann nicht nur beim Leser, sondern man kann daraus Hörbücher machen, Filmrechte verkaufen fürs Theater oder halt auch Auslandsrechte, wo man natürlich dann auch schön sieht, wie ein Buch weiter wandert und in verschiedene Sprachen übersetzt wird. Also nach dem Verlag, das war halt so eine Art Ausbildung noch mit diesem Volontariat in dem Verlag. Das lief ein Jahr und danach bin ich in die Literaturagentur gewechselt. Und was nochmal das Spannende ist, dass halt in der Agentur nochmal ganz anders gearbeitet wird, weil man da noch eine andere Position hat. Also man arbeitet nicht mit dem fertigen Produktbuch, sondern ist von ganz Anfang an mit dabei sozusagen, dass man als Vermittler arbeitet für Autoren. Also wir haben an die 200 Autoren bei uns in der Agentur, die wir betreuen. Also die schicken uns dann ihre Manuskripte, die prüfen wir und arbeiten ein bisschen mit den Autoren daran, geben so ein bisschen den ersten Ansatz, was bearbeitet werden kann und um das Manuskript ein bisschen besser zu machen, um es dann Verlagen anzubieten, damit sie es einkaufen. Und dann bedienen wir halt den ganzen administrativen Apparat im Hintergrund noch mit. Also wir stellen dann Verträge, wenn wir das Buch an einen Verlag verkaufen. Wir machen die ganzen Abrechnungen und die Buchhaltung für für die Autoren. Und genau, da sprechen wir einfach mit den Autoren und den Verlagen. Und das ist so ein bisschen auch Hauptaufgabe, also viel Kommunikation, dass ich halt im Büro sitze und E-Mails checke und dann mit den Verlagen und Autoren telefoniere und so den ganzen Prozess begleite von den ersten Seiten eines Buches bis hin zum fertigen Produkt, was total schön ist. Und dann haben wir auch ein paar deutsche Verlage, für die wir noch arbeiten und Lizenzen auch verkaufen. Also das, was ich wirklich gelernt habe, dass wir dann Hörbuchverträge machen oder Filmrechte verkaufen oder was halt ganz schön für mich ist, natürlich auch Auslandsrechte, dass wir halt auch ins Ausland die Übersetzungsrechte verkaufen. Und da ist mein Gebiet dann sozusagen tatsächlich auch Skandinavien und Finnland, was sehr schön ist, dass ich da halt mein Studium sozusagen noch mit einbringen kann.
Die Sprache ist natürlich ein großer Punkt dann, ne? Wenn man die Bücher ins Ausland verkauft und mit den ausländischen Verlagen spricht, da ist das auf jeden Fall ein großer Türöffner, dass man vor allem aber auch die Kultur so ein bisschen dahinter kennt oder zum Beispiel auch weiß, dass in Skandinavien im Sommer einfach eine große Sommerpause ist, wo alle im Urlaub sind und da vielleicht die Arbeitsmühlen mal ein bisschen langsamer malen und dann in dem Bereich irgendwie ein bisschen Wartezeit mit einkalkuliert werden muss. Also ein ganz wichtiges Tool sozusagen ist natürlich erstmal die Textarbeit, also weil das ist das, was wir auf jeden Fall mit unseren Autoren auch machen oder wenn wir Manuskripte zum Prüfen geschickt bekommen, dass wir da natürlich einfach ein gewisses Gefühl für den Text und für die Sprache brauchen, um einschätzen zu können, ob das Buch auch Potenzial hat und da so ein bisschen mit den Autoren arbeiten. Ansonsten ist natürlich so alles, was mit der Rhetorik zu tun hat, sehr wichtig. Also gerade wenn es jetzt auch um die ungeliebten Referate geht in den Seminaren oder so, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Oder dann in der Teamarbeit mit verschiedensten Gruppen zusammenzuarbeiten, einfach offen zu sein, auf die Menschen zuzugehen und verschiedene Themen für sich irgendwie zu erschließen und recherchieren. Also das ist schon somit das Wichtigste, was man so mit auf den Weg bekommen hat. Weil gerade in meinem Job ist es halt, man ist einfach Verkäufer und man muss das Buch gut auch präsentieren können dem Verlag gegenüber, damit er es einkauft. Und entsprechend sind das so die wichtigsten Punkte, die ich so im Studium gelernt und mitgenommen habe. Also gut sind natürlich immer Praktika. Da muss ich allerdings dazu sagen, dass ich während des Bachelorstudiums auch gar keine Praktika wirklich gemacht habe, weil man einfach so auf das Studium fokussiert war und da gar nicht so wirklich viel Zeit nebenher dazu war. Allerdings habe ich dann zwischen dem Bachelor- und Masterstudium eine kleine Pause gehabt und habe da ein Praktikum in einem kleinen Hörbuchverlag in Hamburg gemacht. Und während des Studiums habe ich aber zum Beispiel auch schon immer irgendwie im Literaturbereich gearbeitet. Also zum Beispiel hier in Köln an der Universitäts- und Stadtbibliothek, wo man natürlich mit Büchern zu tun hatte. Oder dann während des Masterstudiums habe ich auch in einem kleinen Verlag in Münster gearbeitet, nebenher im Korrektorat. Also da habe ich mir immer schon mal so ein paar Sachen rausgesucht, wo ich so ein bisschen Anbindung einfach auch an die Literatur habe oder verschiedene Bereiche einfach kennengelernt habe. Und dann das Studium in Dänemark, wo ich dann noch das Praktikum im Kinderbuchverlag gemacht habe, das war natürlich dann auch noch mal so das i-Tüpfelchen. Familiäre Atmosphäre ist natürlich ein ganz großer Pluspunkt, dass man wirklich so ein bisschen wie so eine kleine Familie zusammenwächst im Laufe des Studiums und da gute Kontakte und Anbindungen hat. Und es ist einfach ein großer Türöffner, weil es ja doch ein exotisches Studienfach ist im Gegensatz zu den anderen großen Fächern. Und egal in welchem Bereich man jetzt irgendwie dann Leute trifft später im Leben, sei es im Beruf oder privat, also immer wenn man die Skandinavistik erwähnt, dann blüht der ein oder andere auf und ja, fühlt sich gleich mit angesprochen und man ist auf jeden Fall sofort im Gespräch drinne, was sehr schön ist.